Heute dreht sich alles um ein ganz besonderes Schätzchen und zwar um die Bounce Curl Brush. Jeder will sie, ich habe sie. Später gibt es auch auf jeden Fall noch 2 davon zu gewinnen, also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Aber zuerst noch für all diejenigen, die mich noch nicht kennen. Hi, ich bin die Melanie und auf diesem Kanal hier dreht sich alles um die Curly Hair Methode. Wenn die Bürste bei euch ankommt, sieht sie erstmal so aus. Das ist jetzt erstmal wenig spektakulär. Wenn ihr sie auspackt, seht ihr schon mal hinten auf jeden Fall den Namen mit dabei. Und hier quasi beginnt der ganze Zauber dieser Bürste. Das sind nicht nur diese kleinen Dinger mit den Nöppeln oben dran, sondern das sieht so ähnlich aus wie eine Wildschweinborstenbürste. Sie schreiben übrigens dazu, dass das Material der Bürste biologisch abbaubar ist und es sind vegane Wildschweinborsten. Was auch immer man sich jetzt unter veganen Wildschweinborsten vorstellt, ich habe keine Ahnung, um ganz ehrlich zu sein, aber ich gebe das hier mal so weiter. Die Bürste ist vegan und auf jeden Fall auch tierversuchsfrei, steht auch mit dabei. Ja, also es sind nicht nur diese Borsten, die einfach nochmal diese Bündelung, glaube ich, auch unterstützen, sondern der Zauber ist vor allem hier. Diese Seiten, diese gewellten Seiten, auf allen Seiten übrigens, jetzt läuft mir hier schon alles runter, die sorgen für die gute und für die tolle Bündelung und das funktioniert wirklich gut. Ja, ich zeige euch jetzt gleich, wie es funktioniert, denn es ist wirklich einfach. Und wenn ich das sage, ist es wirklich einfach, denn ich bin echt ein Horst, was sowas angeht. Ich bin da nicht besonders gut in sowas. Ich habe auch nicht viel Geduld, ich habe nicht viel Zeit. Es muss für mich vor allem schnell gehen und im Idealfall dann auch noch wenigstens halbwegs gut ausschauen. Das hier geht schnell und es sieht richtig gut aus. Aber ich zeige euch erst jetzt mal, wie ich die Bürste anwende. Ich werde eine Seite mit der Bürste stylen und eine Seite ganz normal stylen, so wie ich es sonst immer mache, damit man einfach den Unterschied sehen kann. Ich nehme mir die Bürste und nehme mir meine Haare. Ich mache es jetzt tatsächlich ganz super ordentlich. Das muss ich jetzt auch sagen. Ich mache es jetzt super ordentlich hier für euch, für die Kamera, nur für die Kamera. Ich habe es auch schon super unordentlich einfach nur über der Badewanne gemacht, so wie ich sonst mit meiner Wet Brush mache. Also einfach überall einmal durchgehen. Das funktioniert auch. Ich bin total gespannt, ob die Ergebnisse jetzt noch mal besser werden. Aber ja, ich nehme mir hier ich fange mal hier an mit der untersten. Nehme mir das ab mit der Bürste. Seht es mir nach, wenn irgendwas nicht so ordentlich ist. Wie gesagt, ich habe hier keinen Spiegel und kein gar nichts. Und leider auch keine Begabung. Aber das macht ja nichts, denn diese Bürste rettet mich. Jetzt guckt er. Das funktioniert ganz simpel. Und zwar, so viel zum Thema. Also, es funktioniert folgendermaßen. Ganz wichtig ist dabei, immer von der Kopfhaut weg. Ansonsten, gerade bei Wavies, wir kriegen einfach kein Volumen hin. Und wir wollen Volumen haben. Also nicht jetzt hier so runterbürsten. Das funktioniert, also würde vielleicht auch funktionieren, aber sieht trotzdem kacke aus, weil einfach das Volumen fehlt. Ja, wir nehmen einfach nur diese eine Partie, die wir haben. Ich versuche es mal. Ich fühle mal, ob alles passt. Ja, ihr seht jetzt hier schon, dass hier alles durch die Bürste, sich die Bündel quasi bilden. Und jetzt kann ich, wenn ich möchte, noch hier unten so ein bisschen halten. Sieht man das? Ich sehe leider gerade nichts, ich hoffe, man sieht es. Man kann hier unten noch so ein bisschen mithalten, dass so ein bisschen mehr Zug einfach auf der Bürste ist. Aber ehrlich gesagt mache ich das jetzt nur für die Kamera. Ich habe es bisher immer ohne benutzt und das hat auch ganz wunderbar funktioniert. Aber ich gucke mal, ob es nochmal besser wird. Ja, man zieht quasi einfach nur so einmal durch. Und das war's. Erstmal fertig. Diese Partie ist fertig gestylt. Ich zeige es euch jetzt hier auch nochmal. Ich teile es jetzt hier in 2 Teile. Einmal den hinteren Teil und einmal den vorderen Teil. Also der ist eher so hinten, hier so an der Ecke, würde ich mal sagen. Und wieder dasselbe Spielchen. Ja. Einmal mit ein bisschen Zug durch. Fertig. Und genauso mit den hinteren, die hintere Partie. Ja, jetzt hat sich die natürlich hier vermischt. So. Einmal an den Ansatz, von der Kopfhaut weg, mit etwas Zug.
das war's. Man muss die Partien nicht so abteilen, man kann die genauso gut auch senkrecht abteilen. Das ist tatsächlich einfach so, wie es für einen praktischer ist, wie es für einen besser ist. So mache ich jetzt weiter und zeige euch dann das Ergebnis, wenn ich auch diese Seite hier gestylt habe. Ja, damit ihr beide Seiten nochmal im nassen Zustand sehen könnt und dann können wir auch vergleichen, wie es nach dem Diffusen ist. So, jetzt bin ich erstmal mit dieser Seite hier fertig. Ich werde mir jetzt noch diese Seite hier stylen. Ich werde noch ein bisschen mehr Gel auftragen, denn hier ist ja letzten Endes auch wesentlich mehr Gel jetzt drin. Werde dann nochmal mit der Bürste einfach durchgehen, werde beide Seiten scrunchen und werde dann auf jeden Fall mit der Masters-Technik arbeiten, denn ich bin ganz froh, ein bisschen mehr Halt. Es ist Sonntag, ich bin ganz froh, wenn ich die nächsten 3 Tage keinen Refresh machen muss. Wenn du noch nicht weißt, was die Masters-Technik ist und du hättest aber auch gerne viel Halt in deinen Haaren, dann verlinke ich die Technik jetzt auf jeden Fall hier. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder. Ich zeige euch dann noch das Ergebnis, wie es aussieht, wenn beide Seiten gestylt sind und dann natürlich, wie es aussieht, wenn beide Seiten diffus sind und fertig. Hier bin ich wieder fix und fertig gestylt. Ich wollte euch aber trotzdem schon mal so das Ergebnis zeigen, zumindest das vorläufige. Man sieht hier, finde ich, auf der Bounce Curl Seite, man sieht einfach, dass die Bündelung ganz anders ist als hier, wo sie einfach auch wesentlich unregelmäßiger ist. Und das finde ich tatsächlich total gut, denn ich habe hier zum Beispiel so einzelne sehr dicke Bündel, dann hier zum Beispiel wesentlich dünnere Bündel, manche einzelne, die sich dann doch nicht so ganz in irgendein Bündel mit einfügen wollen. Und ja, also ich denke, das spricht jetzt erstmal schon auf jeden Fall für die Bürste. Ich gehe jetzt zum Diffusen und zeige euch später, wie es trocken aussieht. Ich bin wieder zurück und was soll ich sagen? Ich bin ja schon so ein bisschen verliebt in diese Bürste. Ey, es ist der Wahnsinn. Ich zeige euch jetzt mal beide Seiten. Das hier ist ja meine normal gestylte Seite und ich finde auch, ich habe ein ganz normales Ergebnis. Nicht schlecht. Ich finde meine normalen Ergebnisse schon gut. Aber es geht ganz offensichtlich besser. Ich zeige es euch jetzt erstmal hier. Ich finde, sie glänzen schön. Es ist auch so von der Bündelung her wirklich völlig okay. Aber es ist halt das, ich habe einzelne solche dicke Bündel, die sich irgendwie so ein bisschen so zusammenfinden. Einzelne dünne Bündel. Ein kleines bisschen Friss, aber auch das hält sich gut im Rahmen, finde ich. Also es ist einfach ein ganz typisches Ergebnis für mich. Aber es geht besser. Ich zeige euch jetzt mal diese Seite hier, genau die Bounce Curl Seite. Und ich finde wirklich, Bounce Curl, der Name ist schon auch ein Stück weit Programm. Guckt euch mal hier die Bündelung an. Dadurch, dass die gleichmäßiger ist, wirken auch, finde ich, wirken die ganzen Haare nochmal irgendwie, finde ich, gleichmäßiger. Ich habe hier ganz wenig Friss, wirklich hier ist so ein Strähnchen, das ich gerade nicht fassen kann, das hier gerade so ein bisschen raussteht. Aber ansonsten ist hier gar nichts. Und ich finde einfach, es wirkt unheimlich schön, das Ergebnis. Also ich bin total begeistert. Das, glaube ich, wird jetzt meine Stylingbürste werden, denn es geht super schnell. Es ist super einfach. Man muss auch wirklich nicht jedes Mal einzelne Partien machen, wobei das auch relativ schnell geht sogar. Ich habe sie, wie gesagt, auch einfach schon über der Badewanne, so wie ich das in anderen Videos schon gezeigt habe, einfach mit der Bürste einfach mal kurz durchgehen und fertig. Es funktioniert unglaublich gut. Mein Fazit zu dieser Bürste ist, die ist der absolute Wahnsinn. Also, ich habe mir ja schon als allererste Stylingbürste damals der Klassiker, die Denman, geholt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich schon hochkompliziert. So das Eindrehen über den Stiel, dann hat das immer furchtbar gezogen bei mir, war nicht so meins. Deswegen war ich ja schon total glücklich, als endlich die Scrunched Brush gekommen ist und als endlich ich mir gedacht habe, okay, mit der geht es einfacher. Geht es übrigens auch. Also definitiv, es geht wesentlich einfacher, aber das System mit eindrehen müssen über den Stiel und so weiter bleibt ja. Ja, und deswegen habe ich eigentlich maximal mir mit der Denman Brush ein paar so Ribbon Curls gemacht. Mehr habe ich nie getan. Aber das ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer und es geht, finde ich, super schnell. Ich bürste einmal jede Partie durch und bin damit mit meinem Styling erstmal fertig. Ein bisschen scrunchen, danach noch diffusen, das steht aber ja sowieso auf dem Plan. Also das ist jetzt nichts, was zusätzlich dazu kommt. Ich finde sie mega cool.
Jetzt geht's weiter mit dem Part, auf den, glaube ich, schon alle warten, mit dem Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich weiterhin auf irgendwelchen Wartelisten rumgammeln und hoffen, dass diese Bürste irgendwann wieder irgendwo zu kriegen ist. Oder ihr versucht euer Glück bei mir auf dem Kanal, denn ich habe nicht nur die, ich habe auch hier diese 2 Schätzchen, die ich jetzt gerne an euch verlosen möchte. Was ihr dafür tun müsst, ist gar nicht so viel. Es geht darum, erstens den Kanal bitte schön zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und natürlich diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Außerdem, damit ich weiß, dass ihr wirklich die Bürsten haben wollt, kommentiert bitte mit Zauberbürste und schon landet ihr in meinem Lostopf. Das Gewinnspiel startet jetzt und geht bis Freitag 23:59 Uhr. Ich blende jetzt hier die Zeit auf jeden Fall ein, denn ich weiß gerade weder das Datum, ich weiß es gerade einfach nicht, keine Ahnung. Ich blende es auf jeden Fall ein. Ich werde dann bis Samstag 10 Uhr ungefähr mich in den Kommentaren oder unter dem Kommentar der Gewinner melden. Das heißt, bitte merkt euch den Samstag und guckt, ob zufällig unter eurem Kommentar ein Kommentar von mir gelandet ist. Denn das würde nämlich bedeuten, dass du gewonnen hast. Und es wäre schade, wenn das übersehen wird, denn ich würde bis Montagabend warten und wenn sich bis dahin einer der Gewinner nicht gemeldet hat, würde ich die Bürste nochmal neu auslosen. Ja, ich glaube, das war jetzt das Wichtigste in Kürze. Ich kann nur sagen, ich wünsche allen viel Glück, denn die Bürste ist echt der Wahnsinn. Ja, ich drücke euch die Daumen und sage toi, toi, toi.